Deine weibliche Energie, was sie mit ihm macht. Heute geht es nur um die weibliche Energie und die Auswirkungen auf die Männer. So, deine Magie kann Magie versprühen, sie kann den Mann mitreißen, sie kann ihn in die Liebe führen. Sie kann ihn aber auch ins Chaos ziehen. Gerade wenn er vielleicht nicht ganz stabil ist, kann sie die Beziehung belasten und auch den Mann vor eine ungelöste Aufgabe stellen, sodass er sich irgendwann zurückzieht. Und wir gehen heute darauf ein, ein Gefühl dafür zu bekommen, was deine Energie macht, wie viel Macht deine Energie, die weibliche Energie auch hat und wie du am besten, wenn du in einer Partnerschaft bist, aber auch wenn du mit Männern vielleicht im Beruf oder wo auch immer agierst, mit deiner Energie ganz selbstbewusst umgehen kannst in allen Aspekten. So, freu dich auf ganz interessante Einblicke zum Thema weibliche Energie und unsere Einladung auch an dich, wenn du vielleicht deiner Energie gar nicht bewusst bist, wenn du gar nicht weißt, was ist überhaupt deine weibliche Energie, wie aktiviere ich die weibliche Energie, welche Facetten gibt es in meiner Weiblichkeit. So, dann haben wir eine wundervolle Einladung für euch und zwar unseren Workshop Lustvoll Leben. Der richtet sich hauptsächlich an Frauen, also der ist für Frauen und wir gehen genau darauf ein, was ist die weibliche Energie, warum fließt sie nicht durch dich, vielleicht bist du blockiert, vielleicht hast du dich zurückgenommen, vielleicht gibt es Aspekte von dir, die dein Leben lang nicht gelebt wurden. Wir gehen genau darauf ein, wie du sie befreien kannst, wie du dadurch, dass du deine Energie und auch deine sexuelle Energie aktivierst, ein lustvolleres, leichteres und glücklicheres Leben erfährst. Der Workshop ist kostenlos und wir freuen uns super, wenn du dabei bist. So viele Frauen, fast über 2000 Frauen waren schon bei dem Workshop mit dabei und es ist uns wirklich ein Herzensanliegen, dieses Wissen und diese Bewegung irgendwie zu starten, sodass viele Frauen in ihre Kraft, in ihre weibliche Urkraft kommen und auch eben ihre weiblichen Energien aktivieren. So, wir freuen uns auf dich. So, jeder Mann spürt Energie und wenn Paare zu uns kommen und da ist meistens der Mann, der denkt, er spürt keine Energie. Aber wir meinen nicht nur die sexuelle Energie in deinem Körper, sondern wir meinen auch die Energie, die du ausstrahlst. So, gerade als Frau kannst du mit deiner Energie wirklich Männer in den Bann ziehen oder in die Verzweiflung bringen. Energie wird von allen Männern wahrgenommen. Sie gucken den Frauen hinterher. Ich habe schon mindestens viele beinahe Unfälle gemacht, weil Frauen diese Energie versprühen. Und Männer werden zur Aktion angeregt. Ich glaube, jede Frau weiß das instinktiv, dass sie etwas Besonderes in sich trägt. Dass diese weibliche Energie sehr kraftvoll ist und dass Männer auch darauf reagieren. So, wenn du jetzt in einer Beziehung bist und du hast den Wunsch, dass dein Mann irgendwie anders handelt, dass dein Partner vielleicht offener ist, dass er mehr kommuniziert, dass er mehr mit dir interagiert, dass du mehr Intimität hast, dass du, was auch immer du möchtest, erlebst, dann hat das ganz viel mit deiner Energie zu tun. Denn wir Männer reagieren darauf. Und wir merken, wenn eine Frau sich zurückzieht, wenn sie kalt ist. Wir merken, wenn sie ein übersprudelnde Energie hat. Wir merken, wenn es chaotisch wird. Wir merken, wenn auch die Energie sich runterzieht. Und das ist ja auch gerade während der Periodenblutung zum Beispiel total spannend zu sehen, was passiert mit der Energie und Männer reagieren drauf. Und ich weiß, wie das alles ist und ich reagiere trotzdem drauf. Und es ist jedes Mal, einmal im Monat, für mich gar nicht so einfach, in meiner Energie zu bleiben, zentriert und vielleicht auch der Fels in der Brandung zu sein, um die Frauen zu halten. Gerade bei Alexandra, wenn die in ihrer Blutung ist, da kommt dann auch manchmal eine sehr feminin destruktive Energie mit rein. Und das ist auch wunderschön, weil das ist auch ein Aspekt des Lebens. So, wir Männer springen aber darauf an. Und das gibt aber auf der anderen Seite, ich will jetzt nicht sagen, der Mann ist Spielball der Frau. Ganz im Gegenteil, wie gesagt, ich bin für meine Energie selbst verantwortlich. Ich will nur für die Frauen sensibilisieren, was für eine machtvolles Geschenk sie haben und dass viel zu wenig Frauen eben mit dieser Energie richtig umgehen können. Dass sie sich deren bewusst ist und dass sie auch mit der spielen können, einladen können und vielleicht so auch die Ziele verfolgen oder erreichen in der Partnerschaft, die sie sich wünschen. So, wenn du mehr Liebe und Verbindung in deiner Beziehung haben möchtest und viele Frauen kommen zu uns, die
in dieser Position sind und sich eigentlich mehr Liebe und Verbindung wünschen, dann wäre heute meine Einladung, dahin zu gucken und zu fragen, was für eine Energie versprühst du denn? Hast du eine Energie, die ein offenes Herz hat? Bist du voll offen im Herzen? Ist dein Herz übersprudelnd, dass es Energie gibt? Oder willst du vielleicht auch Energie ziehen? Ja, willst du vielleicht diese Nähe und Intimität haben, um daraus Energie zu ziehen? Und das ist eigentlich nicht die archetypisch weibliche Energieform, sondern wir haben da schon so oft drüber gesprochen. Die Frau hat den gebenden Pol im Herzraum, das heißt im Herzzentrum. Und das Herzzentrum gibt Liebe. Die Frau gibt Liebe. Sie nährt, sie gibt Liebe. So, und der Mann empfängt das eben. So, wenn dein Mann aber nicht bereit ist zu empfangen, so, wenn du nicht offen bist und ein verschlossenes Herz hast und denkst, vielleicht der Mann muss zuerst irgendwas tun, damit er deine Liebe verdient, dann bist du eigentlich in dieser Falle fest und der weibliche und der natürliche Energiekreislauf ist gesprochen. Ich will jetzt nicht sagen, du musst geben, 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 geben. Nein, ganz im Gegenteil. Aber du musst auch nicht dein Herz verschließen. So, wenn du hast die Gabe, über deine Energie aus dem Herzen die Welt, die Umgebung und sogar die Realität zu verändern. Wenn du dich dem bewusst bist und mit einem offenen Herzen durchs Leben gehst, wird das Auswirkungen haben auf die Menschen um dich herum, auf die Männer in deiner Welt, auf deine Kinder und wirklich auf die Realität, auf die materielle Welt, wie du sie wahrnimmst. So, dein Herz ist der Schlüssel. Dein Herz ist der Schlüssel für dein Leben als Frau. Und für uns Männer natürlich auch, aber für die Frau noch viel mehr, weil, wie gesagt, hier ihr gebener Pol ist. So, wenn du einen Unterschied in deiner Beziehung, in deiner Welt um dich herum erfahren möchtest, dann ist meine Einladung wirklich, öffne dein Herz. Arbeite mit deinem Herzen. Lerne dein Herz zu aktivieren. Und wir haben da schon so oft drüber gesprochen. Wir haben auch hier auf dem Kanal, weil immer wieder die Frage kommt, wie mache ich das? Es gibt super schöne Tools, ganz verschiedene. Es gibt welche über Achtsamkeit, es gibt welche über Berührung, es gibt Möglichkeiten, das energetisch zu machen, also auf allen Ebenen, auf denen wir auch arbeiten. Wenn dich das interessiert, schau bei unserem Workshop vorbei. Hey, hier sind Christian, Alexandra und Igor, ist auch mit von der Partie. So, wenn du dir auch mehr Weiblichkeit, mehr Lust, mehr Freude, mehr Leichtigkeit in deinem Leben wünschst, dann sei bei unserem kostenfreien Workshop Lustvoll Leben mit dabei. So, und diese Liebe, die du nach außen sprichst, die muss ja erstmal in dir entstehen. Das heißt, das Thema Selbstfürsorge, Selbstliebe ist ganz essentiell. Wenn du unsicher bist, wenn du blockiert bist, wenn du dein Herz verschlossen hast, weil du Angst hast, verletzt zu werden, dann ist das etwas, was auch dir am Außen natürlich wiedergespiegelt wird. Dann hast du das Problem, dass du vielleicht derjenige in deiner Beziehung die Liebe nicht empfangen will, dass er sich vielleicht zurückzieht. Oder vielleicht hast du genau das Gegenteil davon, dass du so viel zu geben, so viel aus dir heraussprudelt. Und bei Frauen ist das gerade emotional so viel. Ja? Also ich kenne das auch mit Alexandra, die Frauen ihr gebender Pol ist nicht nur das Herz, sondern auch ihr zweites Energiezentrum. Das zweite Energiezentrum steht auch für Emotionen. Ja, alles, was dieses Bauchgefühl-Thema ist. Die Emotionen aus dem Bauch heraus. Und wenn hier das vielleicht sogar hyperaktiv ist, also überaktiv, dass zu viel raussprudelt, vielleicht kennst du das, du kommst nach einem Tag im Büro oder was auch immer nach Hause und redest erstmal. Ja, das 5. Energiezentrum drückt sich dann die Emotionen darüber aus. Für uns Männer ist das manchmal zu viel. Ja? Das kommt dann bedürftig rüber, weil dieser Mitteilungsbedarf ja auch wirklich ein Bedarf ist. So, das kannst du dir so vorstellen, wie wenn ein Mann Sex mit dir haben will, um seine Energie loszuwerden. So ist das für genau umgekehrt dann auch, wenn die Frau ihre Emotionen ausdrücken will und sie dann dem Mann um die Ohren schlägt. Was soll der Mann da machen? Der Mann hat dort einen negativen Pool. Das heißt, er würde alle diese Emotionen aufnehmen. Da schützt er sich vor und zieht sich zurück, sagt vielleicht nichts, hört vielleicht gar nicht hin oder auch zieht sich zurück auf einer räumlichen Ebene. So, wenn du möchtest, dass du auch eine wunderschön offene Kommunikation hast mit deinem Partner, dann empfehle ich dir ganz einfach, nicht aus dieser Bedürftigkeit weder zu geben, noch emotional dich auszudrücken, sondern wirklich aus einem
Ja, und die Frau möchte gesehen werden in den Emotionen und das ist auch total okay. Aber der Mann ist nicht der Mülleimer für die Emotionen der Frau. Genauso wie die Frau nicht der Mülleimer für die sexuelle Energie des Mannes in Form von Sperma ist. Wir dürfen uns da auf einer neuen Ebene treffen, auf einer Ebene, wo wir aus der Fülle kommen und nicht aus dem Mangel heraus oder aus dem Bedürfnis, aus dem Müssen heraus, diese Energie loszuwerden. So, wenn wir über weibliche Energie sprechen, dann ist es natürlich auch das Sexappeal. Frauen sind wunderschön. Frauen sind anziehend und sie sind so sehr anziehend, dass sie auch auf viele Frauen anziehend wirken. Obwohl sie vielleicht gar nicht sexuell sich hingezogen fühlen von Frauen oder ernsthaft eine Beziehung mit Frauen eröffnen möchten, gibt es diese Anziehung auch zwischen den Frauen. Aber ganz egal, ob das ein Thema ist für dich oder nicht, Fakt ist, dass Frauen eben diese Anziehungskraft haben. So, wenn du die vielleicht gerade nicht hast oder dich fragst, warum funktioniert das nicht oder warum ziehe ich denn die falschen Männer an, dann ist die Frage, ist das wirklich authentische Weiblichkeit, die du ausstrahlst, deine Energie? Oder ist das vielleicht ein Versuch, etwas zu sein, was du nicht bist? Dass du vielleicht irgendwie Angst hast, diese Energie auszustrahlen, weil du Angst hast, wie die Männer darauf reagieren. Oder vielleicht stößt du auch sogar Männer deswegen ab. So, ganz egal, diese weibliche Sexappeal-Energie ist eins deiner Superpower als Frau. Und du darfst lernen, mit ihr verantwortungsvoll umzugehen. Ja, es gibt natürlich Frauen, die damit spielen. Es gibt Frauen, die damit manipulieren. Es gibt Frauen, die es verschließen und es gibt Frauen, die es sich nur darüber definieren. Und das meine ich alles nicht. Das sind alles unerlöste Formen. Und du merkst, selbst in dieser Thematik gibt es super viele Ausprägungen davon. Ich meine die wirklich authentische sexuelle Energie, wo du dein Herz offen hast, Liebe verströmst und gleichzeitig auch deinen Schoßraum offen hast. Das heißt gar nicht, dass du mit jedem irgendwie ins Bett springen musst. Ganz im Gegenteil. Weise wählen, wen du dort einlässt. Sondern es geht darum, dass du dich nicht verschließt aus Angst oder aus Scham. Und wenn wir hier unten verschlossen sind, schließen wir uns auch von unserer sexuellen Energie ab. Und wenn wir uns von unserer sexuellen Energie abschließen, hat die Energie gar nicht die Möglichkeit hochzusteigen und in dein Herz zu erreichen oder darüber hinaus. So, hier unten offen zu sein, in deinem Schoßraum geöffnet zu sein, die Energie aus deinem Schoßraum auch fließen zu lassen. Ja? Also im Tao ist auch in den Eierstöcken eben die Energie, in deinem Womb Space fängt deine sexuelle Energie an. Wenn wir sie aber unten verschließen, schneidest du dich selbst von deiner Lebensenergie ab. Warum haben so viele Frauen Probleme mit ihren Geschlechtsorganen? Gerade genau deswegen, mit der Gebärmutter, mit den Eierstöcken etc., weil die Energie dort nicht fließen kann. So, wenn du einen starken, selbstbewussten, sich selbst bewussten, dir bewussten, achtsamen Mann möchtest, ich glaube, dann ist die Zeit nicht nach diesem Mann zu suchen, sondern die Frau zu werden, die diese Qualitäten selbst verkörpert. Auf ihre weibliche Art und Weise, die sich ihrer eigenen Kraft bewusst ist, die sich ihrer eigenen Energie bewusst ist, ihrer eigenen sexuellen Energie bewusst ist, auch ihrer eigenen Stärke. Und zwar nicht die männliche Stärke, sondern ich meine die weibliche Stärke, die einlassende Stärke, die fließende Stärke, die liebende Stärke, die gebende Stärke, die nährende Stärke. Das sind alles Qualitäten, die wir in unserer Welt brauchen. Wenn du noch einen Mann suchst, ein tantrischer Mann vielleicht, der sehr in seiner Männlichkeit ist, der Präsenz und mit seiner maskulinen Energie dich hält, auch wenn es mal Chaos ist, dann darfst du auch das Gegenteil dazu sein. Dann darfst du die Frau sein, die sich hingeben kann, die fließen kann, die lieben kann, die nähren kann. Und auch in der sexuellen Ebene. Wenn du einen Mann möchtest, der eben nicht auf eine unerlöste Art und Weise männliche Sexualität lebst, dann darfst du als Frau natürlich auch eine Frau sein, die ihre weibliche Qualitäten lebt, die ihre weibliche Sexualität ownt, wie das so schön im Englischen heißt, ja, also wirklich verkörpert, wirklich dort zu Hause ist und die genau weiß, was sie will. So, die weibliche Energie in der Urform, in ihrer kraftvollsten Form, kann den Mann mitreißen. Sie kann ihn mitreißen, sie kann ihn lenken, sie kann das Männliche harmonisieren. Und sogar selbst beim Orgasmus. Die Frau ist in der Lage,
den Mann durch ihre sexuelle Energie wirklich mitzureißen und zum Orgasmus zu bringen. So sei dir deiner Qualitäten bewusst, sei dir deiner Kraft bewusst als Frau. Und so, wenn wir mit Frauen arbeiten und auch diese Blockaden, die auf dem Weg dorthin sind, lösen, dann kann so viel Magie und Wunder entstehen. Gerade auch was das Thema Wut und dieses weibliche Sacred Rage angeht, super kraftvoll. Das machen wir gerne bei unseren Retreats, weil das wirklich ein toller Prozess ist. Und daraus dann in Pleasure und Leidenschaft zu gehen, das lässt alle Barrieren durchbrechen und wirklich in wahre Hingabe kommen. Wenn du das auch möchtest, wenn du dich dafür interessierst, wie kann ich meine eigenen Blockaden als Frau lösen, wie kann ich in meine volle Weiblichkeit kommen, in meine volle weibliche Energie kommen, dann sei unbedingt nochmal hier erwähnt bei unserem Workshop dabei. Da geben wir dir einen ganz konkreten Schritt-für-Schritt-Plan. Wie komme ich dahin? Wie komme ich in meine weibliche Energie? Wie kann ich das, was mich davon abhält, wirklich in meine Weiblichkeit zu kommen, wie kann ich das hinter mir lassen? Und wie kann ich ein erfülltes, freies und glückliches Leben führen? So, wir freuen uns, wenn ihr dabei seid, wenn ihr das Video liked, wenn ihr das Video vielleicht eurem Partner auch zeigt oder Freundinnen gibt oder vielleicht auch eurer Tochter gibt. Es ist wirklich an der Zeit, dass die weibliche Energie wieder voll in ihre Kraft kommt. Und ich freue mich als Mann darauf auf jeden Fall, was passiert mit der Welt, mit mir, mit allen Menschen, wenn die weibliche Energie wieder ihre Magie versprüht. Like das Video, lasst uns gerne einen Kommentar da, ob du schon mal deine weibliche Energie eingesetzt hast. Würde mich mal interessieren, bist du dich deiner weiblichen Energie bewusst oder hältst du sie zurück? Schreibt uns da unbedingt in den Kommentaren. Lasst uns ein Abo da und empfehlt unseren Kanal super gerne weiter. Bis bald.